sein soll. Fortbewegung, gemischter Modus. Ich habe meine Kopfhörer vergessen. Das ist wieder mal sehr, sehr schlau von mir. Ich werde wahnsinnig viel hören, wenn ich keine Kopfhörer habe. Wissen wir alle. Schön, dass das die ganze Zeit vor meiner Nase rumschwebt. So, das ist nur Teleporten, das ist mit Laufen hier. Akzeptiere ich. Allow me to finally introduce myself. I am Aurelius, time traveler and master spellcaster. I would bow if I could. This is a pocket dimension. Whatever you do here has no impact on the world outside. Don't panic, you can leave whenever you want, but I'd appreciate a moment of your time. Na Gott sei Dank. Also erstmal ein langweiliges Get your Tutorial. teleportation spell ready. Any respectable wizard can safely teleport without seeing exactly where they are going. Jetzt bleibt man teleportieren, ja. Aha. Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Okay. Touch this glyph, and I will show you a base. It's one thing to cast a spell, quite another to hit a target. Try with those crystals. Hey. Okay. So. Das war so. Du kannst das. Scheiße. Es geht immer so schnell weg. Ich hätte es gerne. Trigger halten und Gest wiederholen. Ich ziehe mit meinen Augen, alles klar. Das ist ja interessant. Oh. Weg. Wow! Oh, viel gar nicht weit genug. Okay, halt gemacht. Trigger halten und gehst wieder. Warum denn? Achso. Weil dann aber das jetzt. That was acceptable. Let's move on. Teleport to the next platform when you're ready. You can also teleport to any flat surface you can see. And don't get lazy, use your legs too. Ich faul, benutze auch deine Beine. Schön. Das ist süß. So, bin ich jetzt hier richtig? Das kommt mir so vor wie der Ort, an dem ich schon war. Go on, break some stuff. I hear it's fun. But remember to look up. The platforms allow you to reach higher ground when you're stuck. Das verstehe ich nicht. Ist sie doch da hin? Achso, okay. Ja. Cool. Man kann jetzt auch einiges kaputt machen, das ist schön. Aber das war nicht. Another spell you will need is the Arcane Shield. It will deflect melee and ranged attacks. Give it a spin. Ja, gerne. Und wo kommen wir weg?
cast fireball now. Hey. Was soll denn das? Now, let's get rid of these goblins and move on. You can't cross this barrier, whether by magic or on foot. It will disappear when no more targets are around. Okay. They will disappear, also wenn ich keine Gegner in der Nähe sind. Try to teleport again. Now I'm going to show you a more powerful spell, the Frostbow. I believe you'll find it quite useful. Das war der hier, wie habe ich den denn ausgelöst? The bow dissipates after a few shots. Ice, as you know, is not the most flexible material. Achso. Ah, schöne Entdeckung. An dieser Stelle setzt das Tracking doch etwas aus. Echt. Sweet, aber gefällt mir nicht. Take as long as you need to practice, but remember we have times and places to be. Okay. Ja, dürfen. Greife daran, um das Tor zu öffnen. Greife ich auch. Ui. Ups. Was bisher finde ich das Spiel sogar recht cool. You are now in the sanctum. Step inside and make yourself at home. It was built by another wizard a long time ago. You should fit right in. Cool, kann ich benutzen? Ja, aber es scheint mir nicht besonders effektiv zu sein. Ich hab's kaputt gemacht. Ist das ja mal echt eine Ansage hier, wa? Also werfen ist ein bisschen komisch. Oh Mann, so ist die Decke. Before you is a map of Meliora. The figurines represent the locations you will travel to. Bestenliste zu lang. Pick one up and place it in the large slot. Ja, will ich aber noch nicht. Ich will mich hier noch umziehen. Hier ist so hübsch. Och Mann, wieso vergrößert die Lupe nicht? Das wäre viel geiler. So schwer kann das nicht zu programmieren sein. Of course, this is technically your place now, but
Might I ask that you don't knock every book and doodad off the shelves? I can't clean up after you. Not that I would. So, ein sehr langweiliges Buch. Ist das hier spannend? Schade. Das ist bei Crisis so toll, dass in jedem Scheißbuch was drin steht. Ne? Also Erweiterungen wiederherstellen. Zauberpotenzial 1 bis zum nächsten Token. Gesamtzauberpotenzial 0. Also auf Deutsch, Alter, du bist am Arsch, bist blöd, du kannst gar nichts. Cool, ich werd Blitze machen können. Oh, das würde ich können. Wahrscheinlich so hier oder so. Mal sehen. So, komme ich jetzt zum Practice wieder, oder? Oh, if I had corporeal hands, I would be rubbing them right now. There's fun to be had here. Why don't you throw some spells around, hmm? The orange glyph behind you will return you to the sanctum. Aha, das ist also so eine Art Übungsholodeck oder so, ja. Zauber irgendwie kann, die man schon kann. Sehr schön. Die werden mir, wenn ich sie greife, auch nochmal gezeigt. Den kann ich ja auch schon, ne? Genau. Aber die anderen kann ich noch nicht. Und somit. Aber ist ja gut zu wissen, wenn ich mich mal eine Weile hier nicht blicken lasse, kann ich in diesem Raum drin üben. You are now in the sanctum. Step inside and make yourself at home. It was built by another wizard a long time ago. You should fit right in. Before you is a map of Meliora. The figurines represent the locations you will travel to. Pick one up and place it in the large slot. Ja, bin da. Wow. Das ist echt, also technisch, ne? Boah. Das ist ja echt eine Hausnummer. To the left of the map is my collection of fate cards. They give you the chance to revisit your battles in makeshift alternate universes, where some details are different from the history you know. They don't really affect our time stream, but whatever you gain and learn there stays with you. Huh? If you want to play with fate cards, choose a region, then the cards you want to use, and then the stage you'd like to revisit. Some cards are mutually exclusive and therefore can't be used at the same time. Now take the segment with gems on it. It will take you to the time and place of battle. Place it in the slot closer to you. Yeah. Ich muss das Ding erst dahin stellen, dann kann ich mir Karten hier aussuchen, so würde ich das Ganze ein bisschen interessanter gestalten. Dann What makes this realm special are these rifts. These openings lead into strange dimensions and allow raw magical energy to flow into our world. Do forgive me the lecture, and please carry on if I'm boring you, but I personally find the topic fascinating. no. Only a true wizard can summon such energy by themselves. But many Meliorans specialize in using rift magic to create some incredibly useful enchanted objects. A blade only wounding the wielder's opponent is but the beginning of what can be achieved. Now, enter the goblins. Cunning, greedy, and ornery on the best of days. They have craved our weapons for ages, but the mere thought of paying fairly is repulsive to them. In the end, they always resort to force to obtain what they want. Their army of orcs has snuck into Meliora. Should they
succeed, the invaders will easily overpower the realm and its guardians. It would be really nice of you to defeat them. Otherwise, the future will turn rather ugly very fast. You may not feel like you have big stakes in it, but I do find myself dreading the return of the grim reality I have worked hard to avert. Ich wüsste gerne, wie ich das Menü öffne. Falls es hier ein Menü gibt. We're a bit off. The time is right, but the place is not. Sensoren gegenüber treten. Oder was? This box looks intriguing. Can you break it apart to see what's inside? Denke ich schon. Steht ja Hey, auch. one of my fate cards. Lucky find. Die Karten ist ein bisschen albern. Diese Kisten ist anscheinend so gut. Get into the ruins. Okay. Darauf. Oh, look, that's a nice view of Pinewood. Wait, something's wrong. Nobody seems to be around. Falls People doch. must be scared of these airships. Wow. Total geil. Ich komme mir gerade vor wie ein Anime oder so, wie das wandelnde Schloss, sowas in der Richtung. Also auch mit so komische Flugboote. Mit denen man sich fühlt, denen nicht ganz unähnlich. Oder vielleicht auch wie in dem Spiel, warte mal, wie hieß das damals am Windchaser? Then take care of yourself, friend. There's only so many hits you can take. Keep an eye on the back of your hand to know your limits. Gesundheitsanzeige. Ich meine Gesundheitsanzeige? Okay. Auf meinem Handrücken befindet sich die Gesundheitsanzeige. Ja! Das nervt mich. Ich würde gerne in die Optionen gehen und so einen Scheiß ausschalten. Auf meinem Handrücken befindet sich die Gesundheitsanzeige. Look out! Show these guys what we're here for, would you? Die Scheiß Vignetten ausschalten. Ich mal erwähnt, dass die Artizieren recht niedrig sind. Hey. Bogen aber schnell. I didn't know they could grow that big. This orc can sure take a beating. These ruins are quite famous, but astonishingly little is known about them. There is a rift in one of the remaining towers, and my favorite theory about the history of this place is that it was a wizard king's palace that was abandoned after the rift opened. Das geht sogar. Nett. Ach ja, zerstörbare Umgebung. Gibt es was Schöneres? Nein, ich sage es doch. Sweet, sweet, sweet. Cool. Kann ich das behalten? Nein. Also was für ein Inventar gibt es ja nicht. Ne? Entweder es verschwindet in meiner Hand oder...
ist ja cool. Ich liebe das, wenn sowas funktioniert. Ich hasse es, wenn Steuerung unlogisch wird, aber ich liebe es, wenn so ein Scheiß funktioniert. Toll. Na. Ich wette, die Bedeutung hat. Irgendein Achievement oder sowas ist das bestimmt wieder. Welt, finde jeden Scheiß an. The stairway is blocked, and I don't see another way down from here. Hey, ich kann Well, teleportieren. Das kann this is inconvenient. Au. Verdammt. Hallo. Oh, guck hier. Okay. Nee. Oh, der Pfeil aber stecken bleiben. Das ist auch etwas. Schade. Ah. Ist mir doch gedacht. You all right? You didn't get hit with debris and killed, did you? Ich will zum Beispiel gerne den Well, I Laufstecken can't say it sehen. didn't work. The way is open. So. Jetzt ist der Weg da offen. Sieht irgendwie kaputt aus. Mit offenem Weg. Aber wahrscheinlich meint er das hier. Ich werde mal aber trotzdem noch woanders lang gehen. Teleport to the lower floor and let's get out of here. So. Mal geht es genau in die Richtung, auf die man zielt mit den Augen und mal geht es so auf den komisch. Die Marke hat jetzt so lang, ey. Ach, das hat mich auch gewundert. Nee, halt, da war noch. Ja, überhaupt nicht. Ah, da triffst du. Found a fairy shard. If you drain 3 of those, you'll get more spell potential. Teil davon habe, finde ich mir einen Zauberbastel. Okay. So, sorry, ich wollte nur kurz eine kleine Pause einlegen. Da ist mein Stuhl. Ich setze mich doch lieber hin, damit ich auch nach oben schießen kann. Oh, was sagte er vorhin? Das Resetten geht nicht so. Ja gut. Und die Fackeln gehen mit der Zeit auch wieder aus. Schade. Interessiert nicht. So. Dort sind wir doch. Naja gut, das sind wir hier hin. Here goes nothing.
Das war es alles also nicht. Scheint alles keinen messbaren Effekt zu haben. Das auch nicht. Fragen über Fragen. Bücher. Ach, das fliegt wieder gut. Ja? Oh, splendid. The sand from this hourglass can reinforce your synchronization with the timeline. Break it if you need it. Ich will diese Tools jetzt ausschalten. Ich kann schon mal mit Sicherheit sagen, dieses Spiel fördert Motion Sickness. Ich erleide sie gerade. Also ein ewiger Stream wird das nicht, aber ich hatte nicht vor, ewig zu streamen, einfach mal reinzugucken. The presence of these crystals worries me. They often form around corrupted rifts and are great for providing power for spells, but they're quite volatile. It takes great skill or recklessness to use them. Hat er nicht zugehört übrigens. Achso, jetzt einfach wieder nur was hindrehen. Okay. Also das kaputt machen und so weiter, das macht hier echt Laune. Like you'll have to break through a wall to go further. Ich hätte mich also gleich auch richtig entscheiden können, ja? Verstehe ich das richtig? Ja, sehr super. Ja, Stücken. Das kann ich warum ich das immer kaputt machen. Bringt wahrscheinlich Geld mit. Oh. Ist so cool. Ganzen Leiden darunter auch. Na komm, das ist doch hier ein geheimer Raum. Ja, habe ich doch gewusst. Was ist das? Nun ja. Einer von euch beiden muss jetzt zugreifen hier. Das ist ein Buch. Naja, schade. Dann weiß ich nicht, wozu man die in die Hand nehmen kann, wenn die nichts bringt. Wand zerstört. Nein. Ist ja nicht so weit. Wenn ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen, dass ich das vielleicht kann, wenn er mir gesagt hat, ich sollte die Wand zerstören. Point erreicht. Chaos, it's a dragon! Duck! Is it
friendly, I think it's friendly. Or at least neutral. Dragons never cared much for the affairs of lesser beings. Wenig. Einfach nur einen Drachen zu machen und dann mach ich einfach mit dir weiter. Steuerung ist ein bisschen nervig. Schade, weil sonst fetzt es eigentlich bisher. Sieht geil aus, die Zaubersprüche sind an sich einfach. Und wenn die Steuerung hinhaut, dann sind die auch einfach zu beherrschen. Get to some higher ground. You'll see where you need to go from up there. No, bummer. I suppose it was too much to hope we could just cross an open area unchallenged. Are we still trapped? Well, that doesn't seem right. There must be an anchor powering the barriers around here. Oh, guck mal, großer Stein. Ah, such a large crystal is dangerous, even when it's not holding any spell. You should destroy it before it corrupts the Pinewood Rift. Oh, how I've missed these guys. Make sure your spells don't. We are so close to Pinewood. Don't lose steam now. Jetzt schon sein gestört, ne? Oh, die anzusehen. Excellent form. And it seems our path is finally clear. Well done, my young apprentice. Apprentice? Sind wir jetzt Sith oder was? Mein Apprentice. Ja, da könnte ich also hin. Wenn ich wüsste wie, ja? I think that massive crystal was somehow responsible for Pinewood appearing lifeless earlier. You can hear the village life returning to normal. Hey, immer noch unten. Scheiße, ich musste hier hin. Ich wollte kurz ein bisschen umsehen. Ah, ja, wir fuhren gleich noch von vorne los. Wieder hübsch. Zeit, du brauchst noch eine Stunde weg. Och man. Wo kamen die denn dann her? Hätte ich es ja gleich sehen müssen. Ich meine, hier ist ja wirklich nicht viel Bewegungsfreiraum gewesen. Liebe ich an solchen Spielen, wenn die Gegner einfach spawnen. So unter dem Motto, jo, jetzt müssen sie mal da sein. Spiellogik.
nichts zu holen. Schade aber auch. Loslässt, bewegt man den Controller ein kleines bisschen, den war es das schon wieder. So, der Drache. Nö. Oh wow, ich bin Platz 5288. Von meinen Freunden bin ich Platz 1. Juhu, warum? Weil keiner von denen wir From spielt. here on out, it should be smooth sailing. Have some fun shooting enemies. I'll provide moral support. Würde mich jetzt immer interessieren. Wir machen alle. Ja. Jetzt mal oben, genau. Platz 1 hat 142.000. Der hat gemacht. Heftig. Entsperrt. Alle Scherben gefunden. Neuen Zauberspruch lernen. Jo. Ich will den Blitz lernen. Damit ich wie Darth Valkorion durch die Gegend rennen kann. T-Buttons halten und Geste wiederholen. Klappt bloß nicht. Very well. Okay. Practice more if you like. You are going to have plenty of moving targets soon Muss ja enough. zusammenhalten dann. Alles klar. Der ist ja cool. Ja, so ungefähr. Oh, geil. Ja, plus begrenzte Reichweite, wie es aussieht. Ah, der ist der Hammer. Kame. Ah! Ich liebe ihn, das ist voller Zauber. Wunderbar. Ja, ich glaube, dieses Spiel werde ich noch ein bisschen spielen. I have a housewarming gift for you. Come over here. Das ist ein Begrüßungsgeschenk für mich. Komm hier rüber. Wo ist denn hier? This is my spellbook. As I pass it to you, it will now show you your progress in the study of magic and the spells you will learn in the future. The glyph will take you into the pocket dimension that you already know and where you can practice. Erweiterung wiederherstellen. So. Aha, Kettenblitze. Blitz springt auf das nächste Spiel. Thunderstruck. Während der letzten Sekunde der Zauberdauer ist das Ziel verblüfft. Oh, das ist nett. Okay, weiter draußen. Ja. Das Kettenblitz ist schon mal cool. Haben wir jetzt gerade freigeschaltet. So. Dann beim, ja, zeig mal den Schild her. Ablenkung. Feindliche Geschosse zielen nun auf den nächsten Feind von selbst. Geil! Arcanium-Bollwerk. Dauer und Haltbarkeit des Schildes sind erhöht. Das ist auch nicht schlecht. Zündender Feuerball setzt Feinde in Brand. Sie nehmen Schaden über Zeit. Das ist cool. Und dann versteckte Feuerball. Haltet den Feuerball in der Hand, um seine Kraft zu erhöhen. Kann ich noch nicht? Nein. Alles klar, dann macht aber nichts. Lassen wir das jetzt auch. Und den Bogen. Zeig mir den mal. Frostschaden. Getroffene Feinde werden anfällig auf Angriffe für einige Zeit.
Also einmal getroffen, macht man noch mehr Schaden, alles klar. Und eisiger Nebel, wenn er den Boden trifft, schafft der Pfeil eine Wolke von eisigem Nebel, der Feinde niederschlägt. Ach du Scheiße. Das heißt, zuallererst ballerst du auf den Boden vor dir sozusagen. Und hast da so eine Wolke quasi. Ja, kommen die Feinde da schon mal nicht mehr durch. Das ist ja interessant, sie kann hier teleportieren. Ah, okay, cool. Ich kann zu den richtigen Plätzen sowieso teleportieren, das ist nett. Und dazu hier kommen wir wahrscheinlich später. Aber es ist sehr, sehr cool bisher. Also es gefällt mir tatsächlich ausgezeichnet, das Spiel. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet, dass ein Zauberspiel mich so antören könnte, aber das ist echt nett bisher. Jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weiter zocken. Now for a quick history lesson. Quite some time ago, this quaint little country was taken over by orcs, which was rather unpleasant for everyone involved. Decades later, I mastered time travel and created this alternate reality by stopping the invasion in its early days. However, I messed up a few things, and this is where you step in. Mhm. Du hast Scheiße gebaut und ich muss es gerade biegen. Ich verstehe. Nee, ich glaube, das Spiel spielt eine Weile. Auch das Bett hier, wie das aussieht. Also die Grafik an sich ist echt der Wahnsinn. Die Steuerung ist eindeutig auf Lighthouse ausgelegt. Ja, nicht auf das Inside-Out-Tracking, was ich hier habe. Ganz eindeutig darauf ausgelegt, aber trotzdem alles tüffig. Ja, macht einen sehr coolen Eindruck. Und hier die Zauber zu verbessern, das wird mir auch eine Weile bei der Stange halten. Ich bin gespannt, wo es da oben überall hingeht. Ich wette, da kommt man noch hin. Ich meine, nicht umsonst ist da eine Tür, die ist verschlossen und da Fenster und dahinter Raum und so. Macht einen sehr guten Eindruck. Ja, das gefällt mir hier. Da werde ich morgen mal wieder reinschauen. Aber morgen ist nicht jetzt. Jetzt will ich noch wissen, wo der hinguckt. Ja, keine Ahnung. Auf Wolken. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal Glück und hier ist strahlend blauer Himmel und kann nicht sehen, was du dir anguckst. Wahrscheinlich in die Sonne. Ja, cool. Ich hoffe, dieser erste Eindruck in das Spiel hat gefallen. The Wizards. Mir macht es wirklich Laune, steuert sich an sich ganz gut. Wie gesagt, mit dem Inside-Out-Tracking gegen den Zaubern ist es nicht immer ganz geil, wenn du halt hier hinten die Hand hast. Und wenn du so hinter dem Kopf hast und dann einen Zauber so über den Kopf werfen willst, kann es dir passieren, dass du den einfach irgendwie fallen lässt und er kapiert auch nicht immer sofort, dass man gerade nach einem Pfeil gegriffen hat, zum Beispiel beim Bogen. Das ist also nicht ganz perfekt. Aber es ist in Ordnung und sieht geil aus, macht Spaß. Die Gegnerfetzen sind auch hübsch, sind cool animiert. Der Drache, das wird wahrscheinlich ein Endboss werden irgendwo. Der sah eben zum Niederknien schön aus, wundervoll. Ja, gefällt mir. Das Einzige, was sie noch implementieren könnten für mich, wäre eine Pausentaste. Oh, jetzt funktioniert. Ernsthaft, was mich verarscht hat, vorhin die ganze Zeit nicht funktioniert. Okay, dann kann ich ja nochmal gucken. Zuschauermodus. Kann ich hier auch auf Vollbild setzen, ja. Dash Encounter Fatal Error. Please reload Dash. Ja, später. Schattenqualität. Die Texturqualität ist gerade mal auf Medium. Mal auf hoch. Effektqualität. Das war alles noch Medium. Ist auch noch Zero? Ja, ist auch noch krass. Schraube ich immer ein bisschen nach oben. Schattenqualität. Jo, das macht auch nochmal einen ordentlichen Unterschied. HMD-Skalierung. Ja, 100% oder was? Alles andere würde ich nicht akzeptieren. Ja, super. Hier geht ja noch ordentlich was. Anti-Aliasing kann ich auch noch hochschrauben. Das mache ich aber nicht. Und ich will die Lautstärke einstellen. Ja, wie gesagt, Lautstärke ist aber hier auf 100%. Da weiß ich nicht, was das Problem ist. Das ist doch
irgendwie alles sehr, sehr leise, gerade seine Stimme. Bewegungseinstellungen. Das gibt's ja nicht. Ich könnte immer Sprinten machen. Super, mache ich jetzt an. Bewegungsgeschwindigkeit, wenn ich immer sprinte, ist alles gut. Dann muss ich nicht schneller sein. Freie Bewegungskontrolle basiert. Freies Bewegen ist an. Drehung. Schnell drehen. Nee, ich möchte gerne linear drehen. Weiche Drehung und dann schnell. Super. Vignette. Oh, die ganzen Optionen, die ich vermisst habe vorhin, die ich im Hauptmenü gerne schon gehabt hätte. Die Tastenbelegungen können so bleiben. Besonderer Dank. Und allgemeine Optionen gibt es ja auch noch. Untertitel ist an. Selbstzielintensität. Aha, ja. Selbstzielmodus. Worauf kann ich zielen? Standard. Basiert. Ich mache mal Standard. Spielergröße. Wie hoch kann ich gehen? Ich kann mich echt 2,5 Meter machen. Und ich sitze jetzt, ja. Also immer noch, ne? Also ich kann jetzt aufstehen. Oh, nicht das Headset kaputt machen, bitte. Das Aufstehen, bin 2,5 Meter groß, ist ja super. Der Fußboden ist, naja, jetzt ist er zu weit entfernt. Aber ist okay, man kann sich also höher setzen. Auch das ist wunderbar. Spielmodus wählen. Sitzend. Hammer. Oh, geht ja immer mehr. Bogenköcher ist an. Die Bogenhand ist links, das ist super. Dominante Hand ist rechts. 360 Grad Modus. Okay. Mal an. Sprachsprache, ja, da geht halt leider kein Deutsch. Ging vorhin jedenfalls nicht. Chinesisch habe ich und Englisch, aber dafür Untertitel. Auf Deutsch, das ist also in Ordnung. Jetzt bewege ich mich hier nochmal ein bisschen rum. Mal fortsetzen bitte. Jo, jetzt rennt er ordentlich. Dafür, es läuft nicht mehr ganz perfekt jetzt. Ich hätte auf jeden Fall schon der Rauch da hinten hat sich ein bisschen verändert. Ne? Der sieht jetzt hübscher aus. Und auch die Sterne hier und so. Ist das alles cool? Ey, das gibt's ja gar nicht. Oh, das dreht aber wirklich sehr, sehr schnell. Das ist faszinierend, dass jetzt vorhin raufgedrückt ging nichts. Ne? Ich mach mal nicht sehr hoch, ich mach mal nur hoch. Das wird reichen. Ja, Sichtweite. Ich komme, Sichtweite hoch reicht mir auch. Zack. Und Anti-Aliasing mache ich niedrig. Mache ich hoch. Mache ich sehr hoch. Mache ich niedrig. Ja, das dürfte keinen großartigen Unterschied machen. So. Dann die Bewegung. Hier kann man sich. Das ist unglaublich. Kann man sich echt austoben. Zack. Zack. Also ich nehme es zurück. Es ist ein. Jo, das ist eine schöne Drehung. Das gefällt mir. So kann man sie umdrehen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und jetzt auf hoch läuft es auch gut. Das geht in Ordnung. Ist nicht perfekt. So gerade bei der Drehung merke ich noch, wie es ein bisschen stockt. Aber das glaube ich, das liegt eher an den 72 Hertz, würde ich mal behaupten. Aber es ist wow. Ja Leute, kaufen. The Wizards. Wer es noch nicht hat, kaufen. Einfach kaufen. Es gibt eine Enhanced Edition, keine Ahnung was das bedeutet. Wahrscheinlich sind da einige Add-ons und so weiter schon mit drin. Kann man machen. Spiele ich weiter. Gefällt mir sehr gut. Auch die Musik ist auch cool. Nur die Gesamtlautstärke. Die ist vielleicht ein kleines bisschen niedrig. Aber insgesamt. Und man kann es im Sitzen spielen, Leute. Im Sitzen ist man ganz toll. Headset hat sich schon wieder ein wenig die Brille drin verfangen. Im Sitzen ist, finde ich persönlich, VR besonders angenehm, so gerade bei Free Locomotion macht das schon einen krassen Unterschied, ob man sich selbst bewegt, ja, über den Controller, ob man da sitzt bei und man sich einreden kann, ich sitze hier im Auto oder sowas.
oder nicht. Na gut, ich bin raus. Morgen vielleicht weiter. Ciao, ciao. Stream beendet.